Leute, es ist wieder ein Monat rum und deswegen ein Update. Ich habe die Zahnspange jetzt ein halbes Jahr. Yay! Und eigentlich dachte ich, noch ein halbes Jahr und ich bin fertig. Aber vielleicht geht meine Rechnung doch nicht auf, weil ich habe nämlich jetzt gelesen, dass es unterschiedlich ist, wie lange man die drin haben muss und dass das eher so auf 18 Monate oder auch 24 Monate hinausläuft. Je nachdem, wie viel Arbeit das ist. Also wahrscheinlich bin ich in einem halben Jahr noch nicht fertig. Aber ja, was tut man nicht alles? Ein halbes Jahr mehr oder weniger ist ja auch egal. Naja, jedenfalls, der letzte Termin, der war jetzt auch schon wieder vor Ende Juli war der. Genau, Ende Juli. Und da war dann wieder das übliche Prozedere, die Bögen rausgemacht und geputzt. Und die Bögen inne, der da, die sind auch rausgemacht worden. Und die sind ja letztes Mal immer rausgerutscht, vor allem der unten. Und der wurde nachgespannt und die halten jetzt wieder. Obwohl der untere rutscht immer noch ein bisschen auf der einen Seite, aber nur ganz bisschen. Und der oben, der sitzt gut jetzt. Ja, und dann habe ich mich mit dem Zahnarzt gestritten. Der will mir ja schon seit Monaten eine professionelle Zahnreinigung andrehen. Und ich habe immer abgewogen und das verweigert. Und das habe ich diesmal auch getan, eigentlich. Aber diesmal ist es richtig sackig geworden. Also so richtig, unprofessionell würde ich jetzt mal sagen. Also mir wurde nahegelegt, wie immer, was Schlimmes passiert und wenn ich keine professionelle Zahnreinigung mache. Und dann hat er in meinen Mund geguckt und plötzlich war alles ganz schlimm und sah ganz schlimm aus. Ich hatte zwar keine Beschwerden, aber egal, es war alles ganz schlimm. Und dann hat die Zahnarzthelferin mir das auch nochmal erklärt mit dem Zahnstein und dass der Zahnfleisch sich dann entzündet und dann das Zahnbett und dann fallen irgendwann die Zähne aus. Also wenn ich keine professionelle Zahnreinigung machen lasse, fallen irgendwann meine Zähne aus. Ja, das glauben die offensichtlich wirklich. Ich habe mal gedacht, es geht ihnen ums Geld, aber es scheint die vielleicht wirklich zu glauben, oder? Ich weiß es auch nicht so richtig. Also so richtig klar, ich verstehe es auch nicht. Jedenfalls habe ich trotzdem das verweigert, weil ich glaube halt nicht mehr daran, dass ein gesunder Zahn ein sauberer Zahn ist oder andersrum ein sauberer Zahn ein gesunder Zahn. Ich habe nämlich immer brav gemacht, was der Zahnarzt wollte, für viele, viele Jahre und meine Zähne geputzt mit allem, was so zu Gebote steht und ich hatte trotzdem Karies. Und ich hatte trotzdem meine Zahnfleischentzündung durch diesen Fehlbiss, die ich jetzt nicht mehr habe. Und dann vor 9 Jahren oder so habe ich Weston Price entdeckt und hier das Buch, damals auf Englisch von Ramiel Nagel, Karies heilen. Und da geht es um Ernährung und wie man mit der Ernährung die Zahngesundheit beeinflussen kann. Und seit 9 Jahren mache ich das und ich habe kein einziges neues Loch mehr in meinen Zähnen. Deswegen, wenn mir irgendein Zahnarzt kommt mit Zähneputzen, um Karies vorzubeugen, dann denke ich nur hier, weil in den ganzen Jahren, wo ich geputzt habe wie ein Weltmeister, habe ich immer Löcher gehabt. Und mit der veränderten Ernährung habe ich dann irgendwann nur noch einmal am Tag geputzt, so ein bisschen mit Wasser, damit ich mich frisch fühle. Und das war's. Und ich kriege trotzdem keine neuen Löcher. Von daher kann mir das keiner mehr verkaufen. Naja, er hat es trotzdem versucht, beziehungsweise seine nette Prophylaxis-Assistentin. Also die war wirklich nett. Kann ich nichts gegen sagen, aber sie hat halt dieses Schema im Kopf, was sie gelernt hat und das zieht sie durch. Und ich war nicht in der Lage, ihr zu erklären, wie ich das sehe. Also das ist ein komplett anderes Weltbild und ich habe es nicht geschafft. Naja, jedenfalls war er dann sackig. Und naja, dachte ich mir, ist auch blöd, ne? Also keine Grundlage, auf der man arbeiten kann. Und da meinte er, ja, und er kann ja auch nicht richtig arbeiten, wenn da irgendwie der Zahnstein dran ist. Und das habe ich dann eingesehen. Also wenn an der Zahnspange da, wo man diese Bögen reinsteckt und so, wenn der Zahnstein dran ist, dann kann ich schon verstehen, dass da vielleicht dann diese Bögen nicht gut reinzumachen gehen. Soweit, das hat mich dann, ja, da habe ich dann nachgegeben und habe diese Zahnreinigung machen lassen. Ja, ich mag's nicht, ne? Da blutet einem der ganze Mund, weil die den ganzen Mund umgraben. Und ich sehe den Sinn ja eh nicht, habe ich ja schon erklärt, warum, ne? Aber ja,
und am Schluss zahlt man noch über 100 € dafür. Und mir ging es auch noch eine Woche nicht gut. Da hatte ich eine Tasche hinter dem Weisheitszahn, wo ich sowieso weiß nicht, dass ich da Taschen habe, aber mit denen lebe ich gut. Aber die hat sich entzündet, weil da wurde natürlich auch kräftig umgegraben drin und ausgeräumt. Also ich werde die nächste Zahnreinigung so weit hinausschieben, wie das nur irgendwie geht. Und vielleicht kann ich mit ihm ja irgendwie einen Deal ausmachen, dass er, also was spricht dagegen, bloß die Zahnspange zu putzen, da wo sie Zahnstein ansetzt. Ja, mal gucken. Also, aber als ich die Rechnung gesehen habe, habe ich mir gedacht, vielleicht geht es doch ums Geld. Aber so richtig verstehen tue ich das nicht. Naja, egal. Man muss halt solche Sachen eben dann tolerieren und mitnehmen, weil es ist ja für das Gesamtziel eigentlich egal. Ne? Ja, so war das. Ich war ein bisschen frustriert. Und gleichzeitig amüsiert, muss ich sagen. Also nichts gegen meinen Zahnarzt. Ich habe ihn gern. Aber es war ein interessantes Erlebnis. Ja, dann wurden die Bögen wieder reingemacht. Oben und unten. Da gab es noch ein bisschen hin und her zwischen der Zahnarzthelferin und ihm, wie rum jetzt die Bögen da hingelegt werden müssen und wie sie wieder reinkommen. Und ich glaube, der unten wurde vielleicht verkehrt rum reingemacht. Der piekst mich nämlich da auf der Seite ein bisschen. Aber das werde ich beim nächsten Mal wieder nochmal ansprechen. Dann wird das hoffentlich behoben und ja, ist okay. Lässt sich ertragen. Ja, dann wurde wieder hier oben eine neue Kette reingemacht, die wie sie vorher auch war. Also von da bis da. Und unten wurde jetzt eine Kette reingemacht, von da bis da hinten. Weil ja hier immer noch dieser Zahn schräg steht, der da in die Lücke hüpfen soll. Und jetzt hat diese Kette die anderen Zähne ein bisschen weggezogen. Und jetzt ist da eine Lücke, da, wo dann dieser Zahn hier da reinrutschen soll. Also Platz hat er jetzt dafür, jetzt muss er es nur noch tun, da reinzurutschen. Mal gucken, ob wir ihn dazu überredet kriegen. Ja, die Tage nach meinem Termin, habe ich ja schon angedeutet, ging es mir nicht so gut. Also ich hatte hier auf der Seite, wo das entzündet war, da hinten war es halt dick und hat wehgetan. Also Lymphknoten war dick und wehgetan. Und mir ging es ziemlich, ich habe erst gedacht, boah, ich trage plötzlich die Hitze nicht mehr. Ich habe voll geschwitzt und ja, aber dann war mir klar, das ist mein Körper ist gerade am Arbeiten, um das in den Griff zu kriegen da. Ja. Und die Zähne haben auch relativ lange wehgetan, weil der Bogen hier oben gespannt wurde und jetzt sollen ja diese da hinten geweitet werden. Auch. Also irgendwie da, wo die Zahnspange befestigt ist, da stehen die Sechser noch viel weiter drin als alle anderen Zähne. Alle anderen Zähne sind schon weiter draußen als diese Sechser. Warum auch immer, die da nicht weitergegangen sind. Aber jetzt ist da mehr Druck drauf, das merke ich auch, also vor allem hier rechts. Und jetzt hoffe ich, dass der auch noch weiter rauskommt. Also hier rechts brauche ich mehr Platz nach außen. Und mein Oberkiefer ist irgendwie asymmetrisch ein bisschen. Also hier sieht dann auch, stehen die Zähne höher und weiter draußen als hier. Hier stehen sie weiter drin und weiter ran. Bin gespannt, wie er das löst. Jetzt hat er schon diesen Bogen hier oben so gebogen, dass er hier direkt dran ist und hier direkt dran. Also wenn der noch gerade ist, dann steht er hier viel weiter ab, weil hier die Zähne irgendwie höher sind. Aber wie man das jetzt levelt, bin mal gespannt, wie er das hinkriegt. Irgendwie muss ja gehen. Ich vermute, dass es deswegen hier auf der Seite ist, weil ich ja als Kind am Daumen gelutscht habe lange. Und ich glaube, die Position. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch, ich glaube, es war auf der Seite. Also das würde das jedenfalls erklären, warum das hier so weit raussteht. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, was sich tut. Er hat gesagt, vielleicht können wir beim nächsten Mal schon die Aufbauten ein bisschen runternehmen, weil die Aufbauten, die fangen an, mich richtig zu stören, irgendwie als Fremdkörper. Also vorher habe ich fühlten die sich an, als auch gehören die dazu. Aber inzwischen habe ich das Gefühl, die sind irgendwie, ich will meine Zähne weiter zusammen machen. Aber das geht halt erst, wenn die Zähne hier so weit ausgeglichen sind, dass die auch wieder aufeinander passen, ohne dass irgendwelcher Zahn da schräg steht und dann da Widerstand bildet. So verstehe ich das jedenfalls. Ja, nächster Zahnarzttermin ist erst im September, Anfang September, weil er vorher im Urlaub ist. Und, aber das ist auch nicht mehr so lange hin. Und da bin ich mal gespannt, was da wieder sich einfallen lassen für mich. Eine Zahnreinigung wird es diesmal nicht sein, weil die hatte ich ja jetzt. Bis dann. Tschüss.